Mitternacht. Alles ist wohlauf. Das Wetter ist gut. Der Wind hat sich gelegt. Die Tochter des Gouverneurs ist von langer Krankheit genesen. Mitternacht. Mitternacht. Die Bevölkerung von Guadella kann ruhig schlafen. Gott im Himmel sei Dank für den Frieden dieser Nacht. Mitternacht. Mitternacht. Alles ist wohlauf. Mitternacht. Mitternacht. Heraus! Überfall! Überfall! Leichte Beute, aber sehr wenig. Hoffentlich treffen wir sie in Maracaibo besser. Was schaust du mich so dumm an? Trink das. Nee? Es war nicht schwer, Guadella zu nehmen, Jimmy Boy. Nein, weiß Gott nicht. Hey, was reibst du dir in die Nase, Freund? Muss gerade an was denken. An was denn? Sie hängen Captain Morgan diese Woche. Sie hängen ihn mitten in den Docks in London. Das fiel mir gerade ein. Auf einen Mann, der sich fangen, verurteilen und hängen lässt, kann man nicht trinken. Captain Morgan trinke ich zu. Er ist tot oder lebendig, ein besserer Mann als wir alle zusammen. Gib mir den Kamm! Lass ihn los, der gehört mir! Ich möchte Ihnen zutrinken, Captain Waring. Wir genießen selten den Vorzug, so hohen Besuch bei uns zu sehen. Eine bemerkenswerte Karriere. Als Unterkommandant Henry Morgans in Panama, nahm teil an der Plünderung Maracaibos, Portobellos, Trujillos. Was für einen berühmten Seeräuber haben wir denn da erwischt? Aber ihr werdet nicht erwähnt bei dem Angriff auf Granada. Ich war dort und tötete Spanier. Der englische Hund bellt noch. Jetzt beantwortet meine Frage. Die Frage von mir war, wisst ihr, wo Captain Morgan ist? Selbstverständlich. Wo ist er? In England. Ihr lügt. In England sollte er hängen, ehe die Woche um ist. Hoch an einem Galgen mit seinen Spießgesellen, wie auch zum Beispiel ihr. Aber ich habe erfahren von meinem Gesandten, dass er entkam. Oh, das freut mich, Don Miguel. Ich weiß eure Freude noch sehr zu steigern. Noch eine halbe Drehung.
Wo werdet ihr euch treffen mit morgen? Höchstwahrscheinlich auf dem Mond. Wo ist sein Schiff? Es segelt euch gleich in den Hintern, Don Miguel. Eine ganze Drehung! Sprich, du Teufelsbruder, bevor ich dich zerreiße! Was ist das? Den Teufel gelüstet nach euch. Alto, las puertas están amenazadas! Soldados, pronto, a las armas. Es un sobresalto. Einen Schritt weiter! Still, du Vogelscheuche! Tommy Blue! Willkommen in Corrientes! Bin sofort bei euch, Captain Jimmy. Hände vom Degen! Sonst müsste ich dich Hund verprügeln. Geh! Ich habe gar nicht gewusst, dass spanische Edelleute so gut springen können. Nehmt allen die Degen weg, damit sie sich nicht in die Finger schneiden. Ich komme in den Hafen, will eine Tonne Wasser holen, treffe einen Bekannten. Hallo, frage ich, was macht denn mein Freund Don Miguel? Oh, sagt er, der noble Spanier unterhält die Leute. Wen frage ich? Nun, sagt er, zum Beispiel seine Gäste. Wie Jamie Waring. Fein, sage ich, das ist ein Fest, wo ich nicht fehlen darf. So kam ich hierher. Ich danke dir nachher. Sag mir, Tommy, wie viele Schiffe habt ihr bekommen? Oh, 2 feine Schiffe, das andere kommt hinterher. Ich habe gute Nachrichten für dich. Lass die Nachrichten, gib mir die Weinflasche. Schnell! Ja. So eine Liegekur in den Streckseilen macht sehr durstig. Möchtest du dich gern ausruhen, Jamie? Nein. Gut. Besauf die nicht, Tommy. Es gibt noch was zu tun. Schöne Arbeit für euch. Unser Don Miguel würde gekränkt sein, wenn ich nichts trinken würde. Also, Don Miguel, jetzt werde ich euch unterhalten. Ich bin ohne Waffen. Das ist euer Glück. Hättet ihr eine Waffe in der Hand gehabt, wäret ihr jetzt nicht mehr unter den Lebenden. Spanische Fliege. Also ab mit ihm. Captain Waring. Auf die Folterbank. Los, vorwärts! Was wollt ihr? Halt! Was habt ihr mit mir vor? Ich bemühe mich, eure Gastfreundschaft zu erwidern. Los, ran! Aber... Nein! Nein, das dürft ihr nicht! Das könnt ihr doch nicht wagen! Der König wird euch hängen lassen! Reiches Gesindel, aufgehängt werdet ihr alle! Lasst mich auf! Im Namen des Königs von England, lasst mich auf! Notendi! Notendi! Ihr müsst singen, Freund Miguel. Wollt gar nicht mal so schlecht. Lauter als ich vorhin. Rumdrehen, aber ganz. Wie sagt man bei uns? Schnell gedreht ist doppelte Freude. Haltet ein! Oder ihr werdet bereuen! Bindet ihn los! Ich befehle es im Namen König Karls! Ihr befiehlt niemand außer mir! Ich bin Lord Denby, Gouverneur von Jamaika. Ah, Lord Denby! Also ihr habt's Captain Morgan vor Gericht gebracht. Es ist mir eine Ehre. Auch ihr seid dem Galgen nicht mehr fern. Ich werde dafür sorgen. Ihr seid sehr witzig. Der Satan, hol euch eine Gartenpacht. Eine Garten? Deserteur. Befreundet sich mit Spanien und hängt seine Landsleute auf. Legt nur ruhig eure Degen ab. England und Spanien haben einen Friedensvertrag abgeschlossen. Wo abgeschlossen? Auf dem Streckbett? Männer, vor euch steht ein Halsabschneider, der englische Henker von Jamaika. Ich werde ihn baumeln lassen. Ich werde ihn knüpfen. Wo ist ein Strick? Wo ist ein Strick, Jamie? Tommy, nein, für den gibt's keinen Strick. Gib mir ein Halsband, Jamie. Nein, das Bändchen ist nur für tapfere Männer dieser Sorte da. Das Kellergewölbe ist der richtige Ort für diesen feigen Verräter. Holt seine spanischen Freunde dazu. Ich bin Lord Denby. Befestigt ihn an der Wand, damit er spanische Feuchtigkeit spürt. Ich befehle euch, im Namen seiner Majestät, lasst mich los! Eure Kommando sind vorüber. Darauf muss ich aber noch einen saufen. Lass mal die Flasche, Tommy. Hier ist was zu holen. Lauter Sachen, die wir brauchen können. Hier, du Säufer, da hast du was. Mach dir eine schöne Unterhose draus. 2 Schiffe, sagtest du? Beide werden wir mit einer schönen Ladung aus diesem Schloss versehen. Und dann auf nach Maracaibo. Plündert die spanische Flotte, wo sie sich nur sehen lässt. Na nu? Ohnmächtig. Oder mag er unsere Gesellschaft nicht? Schließ die Augen, Don Miguel.
Der Teufel verlangt nach euch. Vater! Wo ist mein Vater? Das betrifft nur mich. Einen Moment. Wo ist er? Zurück oder ich schieße! Ich bin Lord Danbys Tochter. Oh, ihr seid wundervoll. Lady Margaret, hä? Wer seid ihr? Eine Seeratte. Abschaum aller Meere, der seiner Majestät schmutzige Arbeit tut. Ich töte Spanier, um Platz zu schaffen für dicke Engländer und deren Töchter. Waring ist mein Name. Aber wer mich liebt, nennt mich Jamie Boy. Ich fürchte mich nicht vor euch. Galgenstricken. Galgenstricke? Hübsches Wort, milady. Ja, ich habe euresgleichen schon in Wapping am Galgen fliegen sehen, Mr. Waring. Und euch bringen wir auch dorthin. Wo ist mein Vater? Antwortet oder ich schieße. Euer Vater schmückt eine Kerkerwand, aber ihr werdet ihn vergessen, sobald ihr gelernt habt, mich Jamie Boy zu nennen. Lassen Sie mich los! Sie Teufel! Ich pflege Wein zu probieren, ehe ich ihn kaufe. Lasst doch mal sehen, ob sich's lohnt, euch zu behalten. Oh, du beißt mich, du Bestie! Was? Captain Morgans Geist! Hallo, Jamie Boy. Captain Morgan! Glücklicherweise hat mich keiner umgebracht. Henry! Ich kann es nicht fassen. Du bist nicht gehängt? Nein, keineswegs. Du bist entflohen? Nein, sondern begnadigt und noch mehr. Du hast mehr Glück als Verstand. Du wirst staunen, wenn du alles hörst. Ja, ich habe sehr viel Neues für euch. Zieh dein Hemd an, du bist viel zu nackt für einen Gentleman. Und nun zeigt mir meinen Bewunderer, den sogenannten Gouverneur von Jamaika. Wenn dieses Mädchen seine Tochter ist, dann wächst sie auf. Und du, Tommy Blue, sagst meinen alten Kapitän, sie treffen mich heute Abend in Porker Stern. Jamie Boy, ich muss dir viel erzählen. Ruhe! Seid still und hört zu. Wenn hier irgendjemand anderer Meinung sein sollte als ich, dann werde ich ihm den Schädel einschlagen. Ich sage, Captain Morgan ist ein königlicher Spion. Er erkaufte sich sein Leben mit dem Verrat an seinen alten Kameraden. Ich sage, Morgan ist ein Schurke. Vorsicht, Captain Leach. Wir wollen hören, was Morgan zu sagen hat. Du glaubst also, ich lüge? Nein, wir wollen nur warten, bis Morgan da ist. Dann schlaf dich inzwischen aus! Hat noch jemand Lust, sich den Schädel einschlagen zu lassen? Ich sage nochmal, Morgan ist ein falscher Hund, der vom König bezahlt wird. Und ich sage, Captain Leach ist eine schnatternde Ente und kein Kamerad für uns. Oh, Gentlemen, Captain Leach ist gut aufgelegt. Ah, Morgans Liebling ist da. Schlag dich nicht mit ihm, Jamie. Du hast getrunken, sei vorsichtig. Macht Platz, Jungs! Ich habe mir schon lange gewünscht, dir einen Denkzettel zu geben. Jamie, aufhören! Hör auf, ihr Wahnsinnigen, oder ich bringe euch beide um! Leach hat angefangen. Setzt euch hin! Darüber, Captain Leach! Ihr dorthin, Captain Waring. Wir für alle, Barney! Lass es fließen, bis wir darin ertrunken sind! Gentlemen, ich freue mich, dass ihr noch alle da seid und voller Kampfeslust steckt. Ihr seid alle meine Kapitäne. Ich habe euch zusammengerufen, um zu erfahren, ob ihr mir folgen wollt. Wohin? Für 100 Guineen an den Galgen? Captain Leach, wäre euer Kopf mit halb so viel Gold gefüllt wie mit Stroh, dann würde ich ihn als Beute nehmen. Hört zu, Freunde. Ich komme von England zurück mit einem Angebot König Karls. Er wird jeden begnadigen und jedem 200 Morgen Land geben, der sich längs der Küste ansiedelt oder seine Schiffe friedlich segeln lässt. Gebt die Kanonen ab und ihr werdet gehängt. Das ist eine Falle. Und wer gibt uns die 200 Morgen Land? Der neue Gouverneur von Jamaika. Der neue Gouverneur? Wer ist das? Henry Morgan. Na, Sir Henry Morgan. Den man zum Ritter geschlagen hat und der von nun an die Insel Jamaika beherrschen wird.
Ich habe es vorhin gesagt und wiederhole es. Ein königlicher Spion. Nein, Captain Leach. Des Königs rechter Arm auf den Kariben. Und ein sehr starker. Gentlemen, England hat jetzt Frieden mit Spanien. Der Kampf ist vorbei. Alles Unsinn. Spanien wünscht sich nur eine Atempause, um sich von unseren Schlägen zu erholen und uns dann zu vernichten. Du irrst, Jamie. Es ist alles gelogen, sein. Setz dich. Und wenn wir Frieden machen, werden Sie uns eines Tages überfallen. Ja, das werden Sie. Schweigt, ihr Dummköpfe! Vorbei ist die Kaperei. Und für immer. Wir müssen den Fortschritt fördern, die Gesetze befolgen und Kolonien gründen. England wünscht Frieden, um sein Empire aufzubauen. Wollt ihr mir folgen, Bruder Leach? Ich segelte auf der Main mit euch morgen. Und wenn ihr unter des Königs Fittiche kriegt, dann werden sich unsere Wege trennen. Wer kommt mit nach Maracaibo? Auf nach Maracaibo! Als Gouverneur von Jamaika gebe ich hiermit erstmalig bekannt. Jeden, der Schiffe plündert oder beraubt, setze ich auf den Meeresgrund der Kariben. Eine Frist für die, die sich gegen mich stellen. 1 Monat. Und die englischen Gewässer sind frei. Mein Schiff, der Schwarze Schwan, streicht niemals die Segel vor königlichen Spionen. Das ist meine Entgegnung, Captain Morgan. Und wer von euch noch rotes Blut in den Adern hat, der heuert an nach Maracaibo. Wer folgt mir? Ich, Sir! Ich auch, Sir. Jamie Waring! Komm, Jamie Boy! Er hat den König, aber wir den Wind hinter uns! Und euer Kapitänsanteil von Maracaibo. Setz dich, du Trunkenbold. Du bist mein zweiter Kommandant. Hey, Barney, mehr Bier für Captain Waring. Ja, Sir. Gentlemen, auf Captain Waring, der mein treuster Gefolgsmann ist. Komm her, Jamie. Du taugst nicht zum Lakaien eines britischen Königs. Du kriegst ein neues Schiff. Auf Jamie Boy! Sein Hals soll niemals länger werden! Das Ereignis scheint wenig Begeisterung hervorgerufen zu haben. Ich dachte mir, dass wir auf Schwierigkeiten stoßen würden. Immerhin brauchen wir keine Gewalt anzuwenden. Was wünscht ihr, Milords? Wir warten auf Lord Danby. Seine Lordschaft sind beschäftigt, Sir. Dann wird er seine Beschäftigung unterbrechen müssen. Mr. Ingram, diese Gentlemen warten auf seine Lordschaft. Gentlemen? Ich bin Sir Henry Morgan. Dem Aussehen nach müsste er sein. Hier sind einige Gentlemen mit schmutzigen Stiefeln. Meine Koffer sind fort. Der Palast steht zu eurer Verfügung. Ihr könnt ihn plündern und niederbrennen. Ich verstehe euren Unmut, Milord. Es ist peinlich, jemand als Vorgesetzten zu sehen, den ihr hängen wolltet. Aber beide dienen wir dem Empire mit aller Kraft. Darum vergesst bitte euren Groll gegen mich. Die Zeremonie, mit der ihr offiziell eingeführt werdet, ist morgen. Ich habe alle Pflichten erfüllt, die mir auferlegt sind, als ein Beamter des Königs. Aber mein persönliches Leben ist mein Eigentum. Und ich schließe keine Freundschaft mit Piraten. Also, Henry, sollen wir ihn erstechen? Oder aufhängen? Oder tanzen wie ein Menuett? Man hat als Gouverneur Rücksichten zu nehmen, Jamie Boy. Auf nach Maracaibo! Geht in eure Quartiere, ihr beiden! Verschwindet! Welche, Sir? Was weiß ich? Verschafft sie euch! Sind genug Zimmer da! Halt! Das nehme ich! Aber ich war zuerst da! Oh, nein, Sir, tötet mich nicht, ich habe nichts gemacht, ich gehe schon. Heb das auf! Ja, Sir, ja, Sir, ihr seid einer von den Piraten, oder nicht, Sir? Komm ich dir so vor? Ja, oh, nein, Sir. Was tust du hier? Gar nichts, ich gehe, sofort. Du stiehlst, hä? Ich wollte ein Medaillon holen für Miss Margaret, aber es ist nicht hier. Das ist Lady Margarets Zimmer? Ja, Sir. Ist das Bett weich genug für mich? Ja, Sir.
hiermit verleihen wir Sir Henry Morgan Vollmacht und Befehlsgewalt, um alle Personen, die auf Jamaika residieren, auszuheben, zu mustern, zu bewaffnen, anzuführen oder sich zu unterstellen. Er hat das Recht, sie in Marsch zu setzen oder einzuschiffen, sofern dies seine Maßnahme gegen Piraten und Rebellen zu Wasser und zu Lande erfordern. Gegeben bei Hofe zu Whitehall am 6. November anno 1674 im 26. Jahr unserer Regierung. Gott schütze den König. Gott schütze den König. Wir vom ganzen Volk von Jamaika rechtmäßig in die Versammlung gewählt, erneuern unser treue Gelöbnis an seine allergnädigste Majestät König Karl II. Durch die Person seines ernannten Vertreters, seine Exzellenz Gouverneur von Jamaika, Sir Henry Morgan. Allmächtiger und ewiger Gott, Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt, der den Königen ihre Würde verleiht und dessen Vorsehung sie oftmals wundervoll und mächtig vor jenen Gefahren beschützt hat, in welche die Bosheit des Satans und seiner Geister ihn zu verleiten suchten. Wir danken deiner himmlischen Majestät demütig und herzlich dafür, dass es dir in deiner unendlichen Gnade und Güte in Jesus Christus gefallen hat, unsere Wege und Geschicke so wunderbar zu lenken. So eine festliche Angelegenheit ist sehr langweilig für mich. Für euch wohl auch, nicht wahr? Heute ohne Pistole, Lady Margaret? Und wenn ich eine hätte, würde ich sofort schießen. Eure Augen, als ob man in eine Pistolenmündung schaute. Geht mir aus dem Weg. Bitte, tut mir einen Gefallen und verärgert mich nicht. Ich versuche, mich zu benehmen wie ein Gentleman. Kein Gentleman. Soweit das möglich ist. Zumindest zeige ich in meiner neuen Rolle die Absicht, euch gegenüberzutreten, ohne zu versuchen, euch mir zu unterwerfen. Stattdessen neige ich mich vor euch und übergebe euch dies. Hier. Woher habt ihr das? Ich fand's in eurem Bett. Ihr habt mein Zimmer? Ja. Und ich werde ständig an euch erinnern. Jeden Abend finde ich etwas, das mich diskreterweise ihre Gegenwart empfinden lässt. Gürtel, Unterrock, Strumpfe. In Tortuga, wenn ein Mädchen einen Mann ohrfeigt, bedeutet das, dass es den Mann liebt und sofort geküsst zu werden wünscht. Hier in Jamaika bedeutet eine Ohrfeige wohl nur das, was sie ist. Geht mir aus dem Wege. Ihr seid viel zu erregt, um hineinzugehen. Gebt mir euren Arm. Ein Gang durch den Garten wird euch gut tun und ich verspreche euch nicht zu küssen, wenn ihr mich nicht ausdrücklich darum bittet. Roger, Roger! Oh, der Kerl, dessen Bild ich aus dem Medaillon entfernte. Ich habe dich schon überall gesucht. Bring mich fort, bitte. Hat dich der Bursche belästigt? Ja. Es naht der Retter. Ich werde euch sofort eine Lektion erteilen. Ich habe geschworen, keine wilden Kaninchen umzubringen. Das werdet ihr büßen. Lass doch den Feigling, Roger. Nein, nein. Nein, ich werde ihm einen Denkzettel geben. Ich durchbohre ihn wie einen gemeinen Dieb. Eid oder nicht Eid? Ihr müsst lernen, eure Vorgesetzten zu respektieren, Ingram. Ich möchte nur wissen, was ihr an dem gefressen habt. Oh, Liebling, bist du verletzt? Verzeih mir, es war meine Schuld. Wenn ihr an diesem Mann Gefallen findet, kann ich mich nur wundern. Widerlicher Mensch. Für was habt ihr denn Verständnis außer für euch selbst? Ihr könnt nur schießen, töten und plündern und dabei eure animalischen Instinkte befriedigen, ohne Rücksicht auf andere. Lady Margaret, ihr werdet zwischen uns wählen müssen. Und zwar in kürzester Zeit. Wir sind da, mein Schatz. Was sagst du dazu? Erbaut für eine Königin und so schön weich. Platz genug für 5, wenn sie sich querlegen. Du,
schafft das Nilpferd wieder weg. Oh nein, das geht nicht, Jimmy Boy. Ich versprach ihr, dass sie heute im Bett der Tochter des Gouverneurs ruhen würde. Hier schläft niemand außer mir. Ich hätte nie gedacht, dass du hochmütig werden würdest. Aus! Jimmy! Jimmy, du bist herzlos! Jimmy, mach doch auf. Jimmy, sie weint doch. Sie weint sich die Augen auf. Master, wollt ihr euch das unter den Kopf legen? Was ist das? Ein Kissen, Master. Lady Margarets kleines Kissen. Sie schläft immer drauf. Leg dich selber drauf. Ja, Master. Warte mal. Ich behalte es. Du kannst gehen. Ja, Master. Angenehme Träume, Master. Morgen, Milady. Hier dürft ihr nicht reiten, das ist mein Land. Ich gedachte, mich heute etwas mit euch zu unterhalten, Lady Margaret. Alles in Ordnung? Warum fallt ihr nicht auf das Pferd, statt dass das Pferd auf euch fällt? Ihr Frauen habt alle keinen Verstand. Lasst mich herunter! Oh, guten Morgen. Ihr habt etwas zugenommen, Margaret. Unverschämtheit. Könnt ihr denn stehen? Ja, ich bin ganz Schnell gesund. artig, sonst lasse ich euch wieder fallen. So. Hier ist ein hübsches Plätzchen. So. Au, au. Ihr habt euch wohl den Kopf verletzt. Ich glaube, ich packe euch ins Bett. Was? Ich glaube, ihr legt euch nieder für ein Weilchen. So. Da. Ich möchte allein sein. Ach, Unsinn. Bei Schädelbruch sind die Augen voll Blut. Lass mal sehen. Nein, sie sind klar. Sie leuchten nur etwas heller als gewöhnlich. Geht und lasst mich. Nein, mein Kind, ich bin Experte in Schädelbrüchen. Ihr findet bestimmt keinen besseren Arzt in ganz Jamaika. Feiner, harter Schädel. Ziemlich schwer einzuschlagen. So, jetzt sehen wir uns den Knöchel an. Holt mir mein Pferd. Kein Gentleman würde eine Lady unter solchen Umständen allein lassen. Haltet still und nehmt euch zusammen. Ich werde euch lehren müssen, etwas umgänglicher zu sein. Kein Knöchelbruch. Ein Muskel ist gezerrt. Tut das weh? Genug, besorgt mir etwas Wasser, mir wird schlecht. Vielleicht ist das Knie ausgerenkt. Ich werde sofort untersuchen. Nein, besorgt mir erst Wasser, bitte. Das bestätigt nur, was ich immer gesagt habe. Frauen sollten überhaupt nicht reiten. So, jetzt bleibt ihr schön liegen, bis ihr euch vollkommen erholt habt. Was wollt ihr jetzt tun? Ich werde eure Gesellschaft in Ruhe genießen. Ihr seid viel netter, als ich dachte. Ich denke mir, ihr habt doch sicher irgendwo eine Mutter, eine nette alte Dame. Sie starb bei meiner Geburt. Aber Geschwister? Auch nicht, gar keine Angehörigen. Oh, das ist aber sehr traurig für euch. Und deshalb wurdet ihr, ich meine, warum gingt ihr zur See? Wollt ihr das etwa wissen? Das interessiert mich. Eine lange Geschichte.
Ich habe sie noch niemandem erzählt. Aber euch erzähle ich sie gern. Ich war 14, als mich die Sehnsucht nach dem Meer überkam. Ich arbeitete bei einem Rechtsanwalt. Ich langweile euch auch nicht? Oh nein, gar nicht. Erzählt nur weiter. Gut, Roger! Roger! Mein Wort darauf, Captain Leach. Ich informiere euch über jedes englische Goldschiff, wann es abfährt und seinen Bestimmungshafen. Hübsches Angebot, Ingram. Das beste Angebot, das ich jemals hatte, wenn ihr nicht lügt oder mir eine Falle stellt. Ich gebe euch eine Probe. Die Prinz Consort ist im Port Royal in 3 Tagen. Sie hat englisches Gold geladen. Sie legt aber vorher in Port Lobos an und schifft Passagiere aus. Prinz Consort? Wie viele Kanonen? 40. Und kein Geleit? Nein. Wir haben 2 Schiffe und 100 Kanonen. Wir kapern die Consort. Was verlangt ihr für die Nachricht, Mr. Ingram? Einen Kapitänsanteil. Ihr händigt ihn an Mr. Fenner aus. Wenn ihr abrechnet, schicke ich ihn her mit weiteren Informationen. Amtlichen Informationen. Ich schicke euch Fenner mit Gold gespickt zurück. Das ist klar, Mr. Ingram. Ihr seid ein toter Mann, wenn ihr mich anlügt, und ein reicher Mann, wenn ihr ehrlich seid. Das ist sie, Prinz Consort. Gebt ihr eine Breitseite und dann kapern wir sie. Sie warteten auf uns vor Port Lobos. 3 Piratenschiffe. Der Schwarze Schwan griff uns zuerst an. Wir kämpften bis zum Ende. Wir hatten 130 Tote an Bord, darunter 15 Frauen. Die Piraten raubten das Gold bis auf den letzten Barren. Gentlemen, dieses Verbrechen hat Hintergründe. Es sind Verräter am Berg. Erzählt weiter, Captain Blaine. Ich kenne die Leute, die es besser erzählen könnten. Dann nennt diese Leute, Milord. Die Freunde des Piraten Leach, die ihm verrieten, wo er den Transport treffen und überfallen konnte. Mr. Speaker, ehrenwerte Versammlung. Leach hat Freunde auf Jamaika. Freunde in hoher Position. Da sitzen sie. Morgan, Waring, Graham, Lou und wie sie alle heißen mögen. Und wer hier glaubt noch, dass ich und alle meine Kapitäne derartige Schurkenstreiche anstellen? Ich, Sir. Milord und Gentlemen, ich sage, dass solange Morgan hier Gouverneur ist, die englischen Schiffe gekapert und beraubt werden. Ich stimme für öffentliche Anklage. Ja. Durch Reden werden die Piraten nicht abgeschreckt. Es gilt, sie zu finden und zu kämpfen. Milords und Gentlemen, wir haben Schiffe mit furchtlosen Besatzungen. Wie steht ihr dazu, Jungs? Wie wär's mit einer Jagd auf Piraten für König und Vaterland? Es ist besser als nichts. Ihr segelt morgen Nacht mit 3 Schiffen. Captain Waring, ja, Sir. Ihr nehmt die Revenge als Kommandant der Expedition. Captain Graham, ja, Sir. Ihr nehmt die Reckless. Captain Nix, ja, Sir. Ihr nehmt die Lady Bess. Kein Schiff für euch, Blue. Ich segle als erster Mal mit Jimmy. Gut. Und jetzt, meine Herren, wollen wir ein Rätsel lösen und erzählen den anwesenden Lords und Gentlemen, wo unser Freund Leach stecken kann. Das Rätsel bereitet kein Kopfzerbrechen, Sir Henry. Tortuga. Natürlich. Was sagt ihr, Graham? Ich sage Tortuga. Ganz meiner Meinung. Dort war er immer zu finden, wenn ein Streich ihm glückte. Ich erinnere mich noch, er stand nackt in einer leeren Biertonne und schrie nach ein paar Weibern. Brecht auf nach Tortuga, Kapitäne. Sucht mir Leach und kämpft, bis der Schwarze Schwan auf Grund geht. Sagt diesen Lords und Gentlemen, dass sie getrost in ihren Plüschsesseln ruhen dürfen. Ihr bekommt eine Halskette von seinen Zähnen. Ich garantierte einmal öffentlich die Freiheit auf den Kariben. Und ich halte Wort. Wenn aber nicht, dann könnt ihr mich anklagen.
Zu den Schiffen, Freunde, und setzt die Segel. Ja, Sir! Wie, Lords und Gentlemen, die Sitzung ist geschlossen. Ich erwarte dich seit einer Stunde, Fenner. Ich kam so schnell ich konnte. Sie segeln heute nach Tortuga. 3 Schiffe. Kannst du ihnen zuvorkommen? Leicht, Sir. In einer Stunde steche ich in See. Leach soll unverzüglich in See gehen. Ein Schiff der Royal Treasurer aus St. Thomas segelt in einigen Tagen nach England. Sage Leach, er soll den Segler abfangen und entern und du bringst mir meinen Anteil. Ja, Sir. Nein, nein, danke. Geh jetzt. Ja, Sir. Und setz alle Segel. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Wer ist das? Ich habe ihn schon ein paar Mal bei dir gesehen. Hoffentlich nichts Unangenehmes. Nein, nein, er sucht Arbeit beim Gouvernement. Ich habe ihn zu Morgan geschickt. Er ist von der gleichen Sorte. Was hast du gekauft? Es gibt nichts zu kaufen in ganz Jamaika. Sag, Roger, dieser Mann, ist es möglich, dass er dich verfolgt? Ich muss ihn schon früher getroffen haben. Er möchte in meine Dienste treten und Kammerdiener werden. Ja, was für eine Idee. Der gute Mann ist wohl irrsinnig. Sicher. Das ist doch nicht so schlimm. Der beste Kammerdiener Londons war irrsinnig. Nein, Roger, du lügst. Ich lüge nicht. Lord Loris Diener war es. Ein Glück, dass du nicht nach London gehst. Das ist ein Irrtum. Lady Margaret, ich habe erschütternde Neuigkeiten. Eine Verwandte, die ich nie im Leben sah, ist verstorben. Unerwartet. Und vererbte mir Geld. Jetzt bin ich vermögend. Darum bist du wohl auch so vergnügt? Ja, ich bin sehr froh, dass ich mir ab sofort die schönsten Dinge kaufen kann, die im ganzen britischen Reich zu haben sind. Und jeden Wunsch erfüllen kann. Auch den nach einem Diener, der etwas verrückt ist. Hauptsächlich den Wunsch, die Dame meines Herzens heiraten zu können. Das ist das Schönste. Tortuga! 1,5 Strich Steuerbord, Sir! 2 Strich Steuerbord. Ja, Sir. Kannst du schon den Hafen erkennen? Noch nicht, Sir! Mitschiffs. Recht so. Liegt mitschiffs. Leach wird seine Schiffe vor die Küste legen. Ein Reff in die Segel, bis die anderen Schiffe herankommen. Ja, Sir. Alles klar! Schiff klar zum Gefecht! Schiff klar zum Gefecht! Tortuga ist in Sicht! Pulver an Deck. Ja, Sir. Wir segeln weiter, bis wir sie sichten und greifen sie von Backbord an, wenn wir den Hafen kreuzen. Das gefällt mir. Wächst und felsig! Wächst tief und felsig! Lunten bereit zum Feuern! Lunten bereit zum Feuern! Lunten bereit zum Feuern! 6,5 Pi. 6,5 Pi. 6 3/4 und felsig. 6 3/4 und felsig! Hafen leer! Kein Schiff in Sicht! Kein Schiff in Sicht! Wo sind Sie? Sie sind ausgerückt. Thomas, Ja, Sir. signalisiere den Kapitänen, sie sollen an Bord kommen. Und noch etwas. Ja, Sir. Geh an Land und kundschafte in Tortuga. Vielleicht erfahren wir, wer Leach hilft. Ja, Sir. Milords und Gentlemen, ehrenwerte Mitglieder, vor 3 Wochen sagte unser Gouverneur, dass Taten schwerer wiegen als Worte. Er versprach, die Kariben von Piraten zu säubern. Und was ist geschehen? Hat er sein Wort gehalten? Im Gegenteil. Ein weiteres britisches Schiff ist von den Piraten aufgebracht, gekapert und versenkt worden. Die Royal Treasurer mit 100 Passagieren nach England und einer Ladung von Gold und Silber im Wert von 1 Million Pfund ist mit unzähligen Toten verloren gegangen. Ich fordere aufs Neue die Erhebung der öffentlichen Anklage. Und Gentlemen, Morgan hat bewiesen, dass er gegen seine alten Freunde, die Piraten, einfach machtlos ist. Ich wusste von Anfang an, er liebt seine Freunde viel zu sehr, um sie zu verfolgen. Wer stimmt für den Antrag Lord Denbys? Ich, Sir, ich fordere die öffentliche Verfolgung Morgans.
Eure Vorwürfe, Milords und Gentlemen, sind falsch, bösartig und beleidigend. Ihr könnt mich angreifen, von mir aus wochenlang, aber ihr könnt mich nicht zwingen. Bevor ihr euch entschließt, mich abzusetzen, holt einen Erlass vom König ein. Und bevor dieser Erlass vom König da ist, hab ich Leachs Kopf. Den serviere ich auf goldener Platte mit einem Apfel im Maul. Mein Captain bringt mir Leach und seine Spießgesellen gefangen nach Port Royal. Und eins verspreche ich euch. Ich hänge jedem von euch einen Piraten ins Schlafzimmer, damit ihr sehen könnt, wer hier lügt. Ah, jetzt zeige ich's euch hier, Mem, ihr Captain Waring. Ihr erscheint im richtigen Moment. Kommt zu mir, Jamie Boy. Ihr müsst uns von eurem Sieg berichten. Mein Bericht ist mehr privater Natur, Sir Henry. Ich landete erst vor... Eure edle Zurückhaltung ist fehl am Platz. Sagt uns die volle Wahrheit. Sagt, wie viele Ratten ihr ersäuft habt. Und habt ihr noch genug für unsere Galgen in Port Royal? Es waren keine da. Leach ist nicht in Tortuga, Sir. So haltet ihr euer Wort morgen. 3 Wochen und kein Pirat gehängt. Und die Flotte segelt umher ohne jeden Sinn, wie eine Schar von Enten im Dorfteich. Ich sage, hier ist Verrat im Spiel. Sehr gut, Lord Denby. Verrat ist das rechte Wort. Leach wusste vorher, dass wir kommen. Jemand aus Port Royal schickte eine Schaluppe zu Leach nach Tortuga. Derselbe Mittelsmann avisierte die Prince Consort und die Royal Treasurer. Das ist eine feine Ausrede. Der brave Kapitän tarnt seinen Verrat mit haltlosen Anklagen Ich gegen uns. fordere Beweise für diese Anschuldigungen. Ich werde die Beweise bald erbringen. Aber mehr Schiffe brauche ich. Wenn ich sie zusammen habe, kehre ich zu meinen Leuten zurück und dann fange ich Leach. Und wo sind eure Schiffe jetzt, Captain Waring? Das geht hier keinen etwas an. Unverschämtheit! Milord und Gentlemen! Beauftragt mich, König Karl, Bericht zu erstatten. Ich begebe mich in 2 Tagen nach England mit meiner Braut, Lady Margaret. Erlaubt mir den Fall dieser 3 Piraten, Morgan, Waring und Leach, seiner Majestät vorzutragen. Und ich überbringe euch ein Dekret zur Eröffnung des Verfahrens. Ich stimme für das Verfahren gegen Morgan. Ich ebenfalls. Der Antrag wurde gestellt und unterstützt. Mr. Speaker, es entscheidet die Versammlung. Lord Jarnigan. Ich stimme für Verfahren gegen Henry Morgan. Mr. Geoffrey Clare. Ich stimme Ihr auch für könnt das mich Verfahren. hinterm Mast besuchen. Mr. Williams Damit ist die Fertig. Sitzung geschlossen. Verfahren gegen Henry Morgan, Gouverneur von Jamaika. Mr. Stuart Marshall. Ich stimme für das Verfahren gegen Sir Henry Morgan. Ich wollte, ich wäre noch der Alte. Ich würde die Gesellschaft einfach aufhängen. Das wäre die einfachste Lösung, Henry. Nein, nein, es ist nicht wie früher, Jamie. Zu wann ungefähr ist dein Schiff klar, Thomas? In 3 Stunden, Sir. Du kannst heute Nacht in See gehen? Ja, Sir. Gut. Es sind 4 Tage nach Maracaibo. 5. Warum denn 5, Jamie? Weil ich heute nicht in See gehe. Ich segle morgen Nacht. Und wieso? Ich habe was zu erledigen. Was? Eine Privatangelegenheit. Oh, die Angelegenheit kenne ich. Die Tochter von Lord Denby. Es ist besser, du lässt sie in Ruhe. Ich muss aber mit ihr reden. Und lässt dich wieder von ihr ohrfeigen. Nein, Jamie Boy. Diese Lady Margaret verheiratet sich heute und Ich basta. verlasse heute Port Royal nicht. So wahr ich morgen heiße, segelst du heute Nacht oder nie wieder. Wenn ich die Revenge im Hafen entdecken sollte, komme ich sofort an Bord und segle los. Und du kannst hier bleiben und dich von allen Mädchen grün und blau schlagen lassen. Los, geh an Bord, Jamie Boy. Und gute Reise. Du bist meine letzte Hoffnung. Und dann vergiss nicht Margaret ist, auf die du Yacht machen musst. Ich brauche Leach. Noch niemals bist du so gewesen, Jamie. Du ziehst ein Gesicht wie ein lahmer Pelikan. Und alles nur wegen irgend so einem Mädchen. Ein Weibsstück, das dich sogar ohrfeigt. Wahrscheinlich liebt sie einen anderen. Nein. Och, Jamie Boy, du kennst 100 Mädchen und hübschere als sie. In Scharen kommen sie angelaufen, wenn du nur willst. Die Abendglocke. Ja, ja. Manche Menschen hören das gern. Ich höre lieber Trompeten. Jetzt sehe ich sie. Wen? Die Lady Margaret. Als Braut in der Kirche mit diesem Hundsfott von Ingram. Das ist der falsche Weg, Jimmy. Ich brauche deine Hilfe. Jimmy, ob zu Lande oder zur See, bei Dummheiten kannst du immer auf mich zählen. Was wollt ihr hier? Ich wusste nicht, dass ihr auch Dieb und Einbrecher seid, Mr. Waring.
Noch immer kratzbürstig? Ich erwartete eine sanfte und zärtliche Braut zu sehen. Aber die Pose spart ihr euch wohl für morgen auf. Allerdings, da habt ihr recht. Es wäre besser für uns beide, wenn ich euch hassen würde, wie ich sollte. Mich interessieren eure Gefühle nicht, Mr. Waring. Ich empfinde sehr zärtliche Gefühle für euch. Darüber ärgere ich mich genauso wie ihr. Das glaube ich nicht. Warum ich wiederkomme, ist mir ein Rätsel. Ihr seid so arrogant und kindisch wie keine Frau auf Erden. Ich weiß nicht, wen ich lieber hängen sehen würde, euch oder Leach. Wenn ihr jetzt geht, verspreche ich euch, über eure zärtliche Erklärung nachzudenken. Dass eine Frau mich so weit bringen kann. Manchmal könnte ich euch töten, manchmal möchte ich euch heiraten. Oh, heiraten wollt ihr mich? Das wäre nicht ausgeschlossen. Geht, oder ich lasse euch durch die Dienerschaft hinauswerfen. Das sagst du. Und in Wirklichkeit denkst du, geh nur nicht fort. Ich liebe dich. Mach mich bitte glücklich. Und bewahr mich vor einer unglücklichen Ehe mit diesem Schuft Ingram. Niemals. Doch, Margaret. Ich weiß es ja ganz genau, was du in Wirklichkeit für mich empfindest. Gib's zu, du Närrin, und spiel mir kein Theater vor. Du nennst mich Jamie Boy, bevor du diesen Idioten von Ingram heiratest. Was ist? Kommst du mit oder nicht? Ich sehe, Mr. Waring, ihr seid nicht normal. Ich warne dich davor, mich zu ärgern. Ich hab's ja gewusst, ihr seid ein gemeiner Rohling. Lasst mich los! Na ruhig. Lieg still zum Teufel. Oder ich schlag dir deinen Dickschädel ein. Das Flirten mit dir ist ziemlich anstrengend. Heiliger Moses, Jamie! Hier, pack sie an den Beinen und hilf mir, sie reinzulegen. Halt sie gut fest. Das gibt aber Ärger, Jamie. Steig auf und fahr los. Sitz still. Ja. Halt dich ruhig, du Bestie. Wo ist die Pferdedecke, Thomas? Auf der sitze ich. Hättest du dir nicht was Ruhigeres aussuchen können? Ich hab sie mir nicht ausgesucht. Sie ist bockig und undankbar, Jamie. Morgan platzt vor Wut, wenn er es erfährt. Für morgen habe ich ja getan. Das hält Ingram in Jamaika fest und fern vom König. Es wäre besser, du ersäufst nicht das Mädchen, sondern lieber Ingram. Es hat keinen Sinn, sie zu ertränken. Sie wird nicht ertränkt, Thomas. Noch nicht. Halt die Schnauze und fahr zu. Kartoffeln? Nein, danke. Fleisch? Nein. Vielleicht Brot und Käse? Ich mag nicht mit euch essen. Lieber verhungerst du, hm? Ja. Das Fasten wird dir nichts schaden. Verbessert vielleicht deine Manieren. Meine Manier? Denk doch einmal nach. Ich habe dich davor bewahrt, den Falschen zu heiraten. Nein. Streite nicht mit mir, wenn ich esse. Ich brauchte dich auf mein Schiff, gab dir die beste Kabine und Türen zum Verschließen. Danke, Mr. Waring. Du kannst mir eventuell eine Auskunft geben. Jemand in Port Royal muss plötzlich reich geworden sein. Was geht es mich an? Jemand, der Morgan hasst und mit Leach in Verbindung steht. Ihm die Informationen zukommen lässt und dafür einen Anteil der Beute erhält. Daran, dass du rot geworden bist, sehe ich, dass dir dieser Glückspilz bekannt ist. Wer ist es? Dein Vater vielleicht? Nein, mein Vater nicht. Also Ingram. Antworte doch. Ich weiß, worauf ihr ausgeht. Ihr wollt mir glauben machen, dass mein künftiger Gatte kein Ehrenmann ist. Warum antwortest du nicht? Komm rein. Was gibt's denn, Thomas? Wir haben einen Riss im Fockmast, Captain. Wollt ihr mal nachsehen? Wieso ein Riss im Fockmast? Wir sichteten auch eine schwarze Gans. Was? Oh, ja. Ich komme sofort. Gut, Sir. Und falls du Appetit bekommst, ich verspreche dir nicht nachzusehen. 2 Schiffe, Jamie. Das ist Leach. Ich wusste es sofort, als ich sie vom Ausguck sah. Der schwarze Schwan. Und der Falke auch. Sie haben uns auch erkannt. Wir können es nicht mit den beiden aufnehmen. Wir müssen schnell davon segeln. Schneller als der schwarze Schwan? Ja, sollen wir denn kämpfen? Was, wir kämpfen? 100 Kanonen gegen 30. Wir können nicht kämpfen, wir können nicht fliehen, wir können nur unter Wasser segeln. Und das ist unpraktisch. Hiss die schwarze Flagge. Wir müssen uns mit Leach verbünden. Was? Aber du kannst nicht versuchen, Leach mit solchen Tricks zu überlisten. Hiss die schwarze Flagge.
Es ist die einzige Möglichkeit. Unsere Schiffe warten schon in Maracaibo auf uns. Wir locken Leach bis Maracaibo. Leach ist kein Mann, der sich locken lässt. Rast voll! Holüber! Margaret, geh in deine Kabine und bleib da. Was, nachdem ich diese Flagge sehe und weiß, wer ihr seid? Ich habe hier den Befehl, also tu, was ich sage. Da ist Leach und seine Schiffe. Wir können weder kämpfen noch fliehen. Es bleibt nur der Ausweg, Leach zu sagen, dass ich weg bin von morgen. Also doch, Mr. Waring. Mr. Ingram hat recht, ihr arbeitet mit Leach. Du verdammter Dickschädel. Geh in deine Kabine und denk, was du willst. Kommt an Bord, Captain. Kommt an Bord. Herzlich willkommen. Ihr wart sehr schwer zu finden, Captain. Lass die dummen Scherze, Jamie Waring. Ich kann dich mit meinen Kanonen einfach vom Wasser wegblasen. Seid doch nicht kindisch. Deutet etwas darauf hin, dass wir beabsichtigen, euch zu bekämpfen? Kommt an Bord und lasst uns vernünftig reden. Also gut. Erzählt, was geschehen ist. Wieso kamt ihr zurück? Ich suchte euch, falls ihr noch interessiert seid an Maracaibo. So. Ich nehme an, die anderen Schiffe suchen mich auch nur aus diesem Grund, oder? Ihr habt keine Veranlassung, so misstrauisch zu sein. Antwortet mir. Meine Antwort ist, dass man euch sucht, Leach. Aber ich mache nicht mit. Ich bin für euch. Ihr seid also gegen Morgan? Besser gesagt, Morgan ist gegen mich, seitdem er mit diesen Idioten umgeht. Man muss dazu geboren sein, um als Beamter sein Leben zu fristen. Ich hielt es aus, solange ich konnte. Aber morgen hin, morgen her, ich bin hier. Ihr lügt, Waring. Ihr wart in Port Royal und erzähltet der Versammlung, dass ihr unsere Schiffe kapern wolltet. Ihr seid gut unterrichtet, Wogan. Ja, wir erfahren vieles. Überlegt ein wenig, Captain. Wie sollte ich sonst loskommen? Ich musste lügen, ohne den Hals zu riskieren. Wollen wir jetzt die Verträge schließen oder nicht? Das Ding hat einen Haken, Waring. Wenn ihr gegen Morgan seid und ihr habt seine Schiffe verlassen, um euch mir anzuschließen, warum gingt ihr dann nach Port Royal zurück? Warum? Nun, antworte mir, Waring. Ich holte meine Frau. Da bist du ja, mein Täubchen. Diese Gentlemen wollen nicht glauben, dass ich eine so hübsche Frau an Bord habe. Komm raus, Liebling, und lass dich anschauen. Liebling, darf ich vorstellen, Captain Leach, Madame Waring, Tochter des früheren Gouverneurs von Jamaika, Lord Denby. Versteht ihr nun, warum ich nach Port Royal zurückfahren muss? Captain Waring, Ja, mein Kind, was ist denn? Ich bin hocherfreut, Madame. Mein Kompliment, Captain. Sicher würde auch ich nach Port Royal zurückfahren, um eine Dame für euch zu treffen. Dann wollen wir uns verständigen, Leach. Wollt ihr euch mit fremden Schiffen verbünden oder mit uns? Gut, wir sind uns also einig. Als Garantie dafür, dass Captain Waring ernst macht, steigt ihr über auf unseren Schwan. Das wird eine amüsante Reise. Sehr liebenswürdig. Aber ihr werdet von meiner Frau nicht erwarten, dass sie eine lange Reise unter dem Gesindel verbringt, das drüben an Bord ist. Madame, ihr sollt behandelt werden wie eine Königin. Und dem Ersten, der es wagt, euch auch nur anzuschauen, dem schneide ich selbst die Kehle durch. Mehr könnt ihr nicht erwarten, Captain. Genügt das oder nicht? Das genügt. Mr. Blue? Ja, Sir. Übernehmt das Kommando. Um Captain Leach zu zeigen, dass wir ehrlich sind, segelt ihr immer ganz dicht neben dem Schwan. Ja, Sir.
Alle Offiziere erhalten einen Anteil. Artikel 8. Jeder Kapitän hat das Recht, die Beute abzuschätzen, bevor er sie verteilt. So einigten wir uns in Tortuga. Unterzeichne, wenn du einverstanden bist. Ich überlege noch. Es ist gar nicht zu leugnen, dass du die Goldküste besser kennst als irgendein anderer. Es wäre dumm von dir gewesen, deine Zeit in Port Royal zu vergeuden. Aber ich hatte immer 10 Anteile. Jetzt müssen dir 5 genügen. Schon 2 Prisen reichen, um für ein Jahr sorgenfrei leben zu können. Wozu herumsegeln und warten, bis mal ein Schiff kommt? Steuert direkt auf Maracaibo. Die Stadt ist das reichste Besitztum der Spanier. Maracaibos Reichtum werden wir bald haben, mein Junge. Oh. Ich unterzeichne. Du wirst es nicht bereuen. Willst du trinken? Danke. Ich stille meinen Durst in Maracaibo. Gute Nacht, Gentlemen. In seiner Kabine trinkt er sicher, aber nicht allein. Hinaus! Geht hinaus! Ihr dürft hier nicht hereinkommen. Es wird jeder verstehen, wenn ich es trotzdem tue. Es ist schön, dass du etwas Vernunft zeigst. Das hat uns beiden heute das Leben gerettet. Du hast jetzt gar nichts weiter zu tun, als mich verzückt anzusehen, bis wir uns aus dem Staub machen. Mädchenhändler. Mit dir zu handeln wäre ein schlechtes Geschäft. Sei nicht so laut. Sagt, wisst ihr nun, wer mit diesen Leuten arbeitet? Du denkst also nicht mehr, dass ich es bin, hm? Ich weiß sowieso, dass ich dieses Schiff nicht mehr lebend verlassen werde. Durch eure Schuld. Bis jetzt lebst du ja noch. Ihr könnt hier nicht schlafen. Ich muss es aber leider. Hast du große Sehnsucht nach Jamaika? Aber schrei nicht, wenn du mir antwortest. Ja. Hältst du mich immer noch für ein wildes Tier, das man eigentlich in einen Käfig sperren müsste? Ja. Wie ist es denn mit diesem Mr. Ingram? Liebst du ihn noch? Ich frage, ob du diesen Ingram immer noch liebst. Wagt es nicht, mich zu berühren. Sei unbesorgt, mein Kind. Das werde ich nicht tun. Nicht eher, als bis du mich Jamie Boy nennst. Und das 3-mal hintereinander. Wenn sich was rührt, weck mich. Ich werde mit dem hier schon Ruhe schaffen. Träum von mir. Wer ist denn? Sei still oder es gibt was. Leg dich hin. Was ist denn los? Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Mein alter Freund heiratet und ich vergesse das Hochzeitsgeschenk. Das ist noch vom Royal Treasurer. Auch von einer jungen Braut. Danke für das Geschenk. Wirklich ein hübscher Anblick. Ein legitimes Ehepaar. Das ist großartig. Du hast eine seltsame Art, deinen Degen aufzuhängen, oder soll er etwa deine Gattin einschüchtern? Dein Besuch verschüchtert Madame Waring sicher viel mehr. Oh, Jamie,
Du hast dich aber sehr verändert. Seinerzeit überließest du mir ein Mädchen in Portobello für 2 Fässer voll Rum. Gewiss, die hier ist hübscher und mehr wert. Sie ist komplett, hat noch beide Ohren und sämtliche Finger. Ich gebe 3 Fässer voll Rum. Vielleicht gebt ihr ihm 5. Dafür würde ich's machen. Du wirst es ihr schon beibringen. Ich habe das Gefühl, ihr wollt mich dauernd in Verlegenheit bringen. Nein, mein Kind, das ist kein Spiel, sondern Ernst. Wir sind bald in Maracaibo, Leach. Es wird besser für uns sein, wenn du wieder jene Nacht deinen Kopf in eine Flasche steckst. Ich werde sehen, was sich tun lässt, Jamie Boy. Aber ich glaube, ich werde meinen Kopf lieber klar halten. Hinaus aus dem Bett. Ich störe dich wohl. Eure Nähe ist mir unerträglich. Du bist sehr undankbar. Ich werde mit einer Pistole schlafen. Und wenn ihr mir zu nahe kommt, schieße ich. Da hast du. Du passt ganz genau auf mich auf. Und wenn es soweit ist, schieß bitte wirklich. Hey, Captain! Wo steckt ihr denn? Wir haben ein neues Fass. Ach, geh doch weg! Ich muss nachdenken. Denken? An was Oh, denn? ich weiß nicht. Ich muss erst meinen Kopf in den Wind stecken. Wie seid ihr hierher gekommen? Ihr sollt mir antworten. Wo hält sich der Schurke versteckt? Waring segelte nach Port Royal, um Verstärkungen zu holen. Mehr wissen wir nicht von ihm. Aber ich weiß mehr von ihm. Er verließ Port Royal mit Denbys Wein der Tochter als Andenken. Er stahl sie von zu Hause weg wie ein Indianer. Was ihr nicht sagt. Ich sonnte mich in meiner Würde als Lord von Jamaika. Plötzlich erscheinen Familienväter und versuchen heulend, mich umzubringen. Wurdet ihr verletzt? Nein, ich schlug einige Schädel ein und flüchtete bis ans Wasser. Mit Steinen waren die Hunde hinter mir her. Ich hielt mich versteckt in irgendeinem Fischkahn. Hisste nachts die Segel und fraß 3 Tage lang alten, stinkenden Fisch. Was glotzt ihr mich an? Bringt mir lieber Bier, bevor ich vor Wut rase. Wer ist im Weg da? Macht Platz für Sir Henry. Setzt euch, Sir Henry. Ist nun Captain Jamie desertiert oder kommt er tatsächlich nach Maracaibo? Ich wünsche mir nur, dass Lady Margaret ihn nicht im Schlafe umbringt, weil ich noch was mit ihm vorhabe. Davon habe ich während der Fahrt geträumt. Sobald sich dieser niederträchtige Schurke sehen lässt im Maracaibo, dann werde ich ihn in Stücke schneiden und die Teile lasse ich am Fockmast aufhängen. Und was ist mit Leach, Sir Henry? Ich heiße nicht mehr Sir Henry. Jamaika ist dahin und mein Titel auch. Es gibt nur einen Weg, beides wiederzubekommen. Wir brauchen die Köpfe von Jamie Waring und Billy Leach und Lady Margaret in guter Verfassung, um uns als ihre Retter aufzuspielen. Stelle an der ganzen Küste Wachen auf. Und weck mich, sobald die Schiffe der Verräter gemeldet werden. Bist du wach? Ja. Kannst du schwimmen? Nein. Pech. Kennst du Seeschlachten, Margaret? Nein.
Du wirst gleich eine erleben. Wirklich? Dann muss ich mich anziehen. Nicht der Scham? Mein Kind, ich habe im Moment was anderes im Kopf. Wer kämpft denn mit? Wir beide. Meine Schiffe, die Reckless und Lady Bess, warten auf mich in Maracaibo. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte es dir erzählen, aber du glaubst mir ja doch nicht. Englische Schiffe? Ja. Leach und seine Leute segeln nach Maracaibo. Sie vermuten dort nur wenige Kanonen und eine alte Steinmauer. Stattdessen erwarten sie dort 100 Kanonen. Bleibt, wo ihr seid. Rührt euch nicht oder ich schieße. Fesselt ihn. Seid ihr denn verrückt? Ruhe! Wir sind doch Verbündete. Ich schlag dir den Schädel ein. Schöner Verbündeter. Du hast mich belogen mit deiner Braut und sicher auch sonst warten deine Freunde auf mich in Maracaibo. Freunde? Welche Freunde? Bei dir habe ich unterzeichnet. Ja, unterzeichnet und gebunden, Freund Jamie. Ich werde die Revenge nach Maracaibo führen, als Engländer getarnt, mit meinen eigenen Leuten an Bord. Und jedes verdammte Schiff, dem ich unterwegs begegne, das blase ich in die Luft, während die Leute dir zuwinken. Aber das Mädchen geht mit. Ich gehe nicht mit euch. Bei mir wirst du es besser haben als bei Jamie. Ich werde dich heiraten und dir keinen Degen übers Bett hängen. Es ist besser, wir erledigen ihn. Nein, noch nicht. Wir tun ihm vielleicht Unrecht. Wenn es so ist, will ich mich bei ihm entschuldigen. Wenn aber nicht, dann werde ich ihm mehr antun, als ihm die Luft abzuschneiden. Komm nur her, mein Kind. Nein! Komm! Lass mich los! Lass mich los! Hübsch ruhig. Mit der Hochzeit musst du bis nach der Schlacht warten. Wenn du aber zu ungeduldig wirst und schreist, dann bekommst du meine Klinge zu spüren. Es ist die Revenge, Sir. Was soll geschehen? Geht an Bord und besetzt sie. Und falls ein Herr namens Jamie Waring an Bord ist, so bringt ihn mir. Noch lebend, wenn möglich. Ja, Sir. Seht, er bringt sie herein wie ein plumper Anfänger. Wie er ein Schiff zu segeln hat, weiß er auch nicht mehr. Ja, ich verstehe es auch nicht. Er segelt so unsicher. Wahrscheinlich ist er liebestoll. Das ist aber liebenswürdig von denen, uns so willkommen zu heißen. Recht so. Kurs halten. Ihr könnt mich zwar einsperren, ihr Schufte, aber ihr könnt nicht auf mir sitzen. So. Spreng, mein Lieber. Oh, du verfluchter Hund! Ersäufen will ich dich! Er kann nicht segeln. Blue muss betrunken sein. Er kommt herein, als wollte er uns in den Grund bohren. Achtung! Feuer! Jamie Waring, jetzt büßt du für deine Schuld. Jetzt schicke ich dich zum Teufel. Entert die Schiffe und macht ein Ende. Alle Mann ans Geschütz. Eine Breitseite.
Es ist losgerissen! Schießen! Los, doch schießen! Noch eine Breitseite! Feuer! Nur weiter so! Erhalten Ihre Range unter Feuer und schicken mir 20 Mann. Ich will an Bord gehen und mit meinen Händen erwürge ich diesen verräterischen Schub Jamie Waring. Ja, Sir. Tommy Blue! Tommy! Jamie, haltet euch bereit. Und wenn ich sage, macht die Luke auf und kommt raus. Achtung, Boys! Hey, was tust du da? Da! Captain Leeds! Seht! Jetzt! Jawohl, des Königs! Wo ist die? In meiner Kabine.
haben wir mit der Bande Schluss gemacht. Ich hab dich doch davor gewarnt, mit Leach zu kämpfen. Lass mal sehen, Jimmy. Das hätte dich den Magen kosten können. Ein hübsches Loch. Und das Blut spritzt heraus wie aus einer Pumpe. Ist er tot? Er verliert Blut. Aber die Wunde ist nicht schwer, Captain. Gut. Ich fürchtete bereits, dass er seinen Geist vor meiner Ankunft aufgeben könnte. Lady Margaret, bitte verzeiht mir die dummen Streiche dieses Mannes, der früher einmal mein Freund war. Ich erkläre euch, dass jede Beleidigung, die ihr durch ihn erfahren habt, gesühnt wird. Ich bringe ihn lebend nach Port Royal und hänge ihn in den Docks in Ketten. Da wird er dann Zeit haben, über seine Verbrechen nachzudenken. Erlaubt mir, euch zu befreien. Ich verstehe nicht, Henry, was du gegen den armen Jimmy hast. Ich war immer bei ihm und kann beschwören, dass er kein Verbrechen begangen hat. Außer, dass er manchmal nicht ganz bei Verstand war. Er hat dieses unschuldige Geschöpf aus seinem Elternhaus gestohlen und mit Gewalt auf sein Schiff gebracht. Das rüttelt an den Grundfesten unserer Zivilisation. Und dafür wird er sich vom Galgen herunter vor Lady Margaret und ihrer Verwandtschaft entschuldigen. Gestohlen hat er mich aber nicht, Sir. Was heißt das? Dass ich ihm freiwillig gefolgt bin. Ist das wahr? Ihr wart doch dabei. Er hatte mich eingeladen, ihn auf einer Seereise zu begleiten. Und ich habe mit Vergnügen zugesagt. Ich bin von Captain Warings Gastfreundschaft sehr entzückt. Das ist nicht wahr. Captain, ich melde das Ergebnis. Die Piraten haben 200 Tote, 70 Verletzte und 130 Mann sind gefangen. Was soll geschehen? Setzt die Segel. Ich muss diese Person sofort nach Jamaika zurückbringen. Ja, Sir. Das war wirklich ein toller Spaß, Tommy. Ja, das kann man wohl sagen. Für dich ist das die einzige Art von Spaß. Du hast recht. Ich würde mich leicht überreden lassen, Jamaika aufzugeben. Was soll ich da herumsitzen mit Spitzenmanschetten und einer Perücke, die mir am Kopf juckt? Auf See ist es schöner. Die Welt liegt offen vor dir und wartet nur darauf, dass du sie dir eroberst. Also, dann greif doch zu. Ein Wort und die Kariben gehören dir. Captain Waring! Captain Waring! Klar, Deck zum Gefecht, Henry. Jetzt kommt die letzte Breitseite. Jamie Boy! Warum bist du nicht im Bett? Hast du mich immer noch nicht genug geärgert? Geh sofort in deine Kabine. Oh, Jamie Boy. Das waren erst 2. Nochmal. Ich sagte doch 3-mal. Jamie Boy. Trennst du dich von mir in Jamaika? Oh, das kann ich dir noch nicht sagen. Bevor ich den Wein kaufe, muss ich ihn probieren. Komm, ich will sehen, ob der Wein auch gut ist. Was? Du beißt nicht? Da geht er. Das ist das Ende der spanischen Seemacht.